Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, in diesem Video möchte ich euch vorstellen, was das Deep Network eigentlich ist, was das Ganze kostet und was ihr damit verdienen könnt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ihr habt ja sicherlich den kleinen Trailer vorher gesehen, das ist quasi das Gerät, ein Mini-PC sozusagen. Ja, wir bewegen uns gerade auf der Plattform Deep.Network, also Deep mit 3 E, es werden ja immer mehr E's mittlerweile. Das ist die Seite dazu, wo ihr euch natürlich auch nochmal selbst informieren könnt. Bitte do your own research, ganz, ganz wichtig. Informiert euch bitte zusätzlich nochmal selbst. Ja, das Deep Network bringt quasi zwei passive Streams, also zweimal passives Einkommen. Ihr seht einmal, es gibt einmal die Minting Rewards, das heißt, ihr mintet, also prägt quasi mit eurem Deepin Miner beziehungsweise mit der Node quasi den Deep Token selbst. Und zum anderen gibt es den sogenannten Hosting Rewards. Das heißt, auf eurer Node werden halt, beziehungsweise auf eurem Deepin-Gerät werden andere Nodes gehostet. Und ihr bekommt halt eben anteilmäßig das, was andere dafür bezahlen sozusagen. Wir gucken uns auch gleich nochmal die Preise an. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Reward-Geschichte letztendlich eingehen. Ihr seht es quasi hier, das ist das Teil, nichts anderes wie ein Formfaktor-PC, um es mal so auszudrücken. Und ihr seht hier zum Beispiel die ganzen Nodes, die unter anderem drauf laufen. Seht ihr hier in Ethereum Validator, dann haben wir zum Beispiel die ganzen Gala-Geschichten, Gala Founder, Gala Music, dann Spider Tanks und so weiter und so fort. Und hier seht ihr auch schon mal so ein geschätztes Einkommen. Das bedeutet, man kann mit so einer Node 5580 pro Jahr, das ist quasi den Umsatz machen. Das heißt, dein Anteil sind 50%. Das sind pro Jahr 2790 Dollar. Also grob umgerechnet 2500 Euro. Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Ja, und wichtig ist, bitte do your own research. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ihr müsst halt eben da auch ein bisschen recherchieren. Aber tendenziell, also beziehungsweise es ist möglich, weil das System, was dahinter steckt, ist eigentlich relativ einfach, auch einfach zu verstehen. Genau, hier seht ihr nochmal die Nodes, die unter anderem bei euch, beziehungsweise auf diesen Deepin Miner, beziehungsweise Deepin Node installiert werden können. Ihr seht zum Beispiel hier den Ethereum Validator, das habe ich hier eben schon gesagt. Delusion Base ist mit am Start. Ja, die ganzen Nuexa, also es ist alles, was Rang und Namen im Node-Bereich hat, ist dabei. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, euch die Nodes selbst zu installieren. Bitcoin Core habt ihr hier ja auch gesehen, BNB Chain, Theta, hat der eine oder andere von euch auch gehört, kann halt eben auf diesem Gerät letztendlich installiert werden und ihr bekommt halt eben dafür eine Belohnung. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt mal auf relativ grob Deutsch gesagt? Das heißt, ihr kauft euch so ein Miner oder auch nicht, ist ja jedem selbst überlassen, ob er es macht oder nicht. Ich finde das Gerät relativ teuer, sogar überteuert meiner Meinung nach für die Hardware-Specs sozusagen. Ja, aber wir gucken uns den Preis auch gleich nochmal an. Wer jetzt richtig schnell gesehen hat, hat den Preis wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar ist das so, es gibt immer zwei Seiten, was das angeht. Das heißt, auf der Seite NerdNode, also beziehungsweise das Deep Network gehört zu NerdNode. Das heißt, auf NerdNode hier werden Nodes angeboten. Das bedeutet unterschiedliche Nodes. Ihr seht hier Gala Founder, Spider Tanks und so weiter und so fort. Das heißt, hier werden halt eben unterschiedliche Nodes angeboten, die man kaufen kann oder man mietet sich die, besser gesagt. Seht ihr hier, Gala Founders kostet zum Beispiel 25 Dollar im Monat. Und wenn halt eben jemand das kauft und die Node bei euch deployt bzw. mitläuft, bekommt ihr halt eben den Share von 12,50 Dollar im Monat. Das Ganze natürlich im Deep Token sozusagen. Genau, wir gucken mal hier auf die Preise. Das heißt, NerdNode hat ja mehrere Nodes zur Auswahl. Ihr seht ja hier quasi die Auswahl, also Gala zum Beispiel, ja, oder Myra Founder. Ich kenne das nicht. Spider Tanks sagt mir was, LFG Node. Ja, und so weiter. Das heißt, hier sind quasi die Nodes da, die man kaufen kann. Das heißt, für sowas gibt es auch dementsprechend Käufer und die Nodes werden halt eben dann deployed bzw. installiert, unter anderem auf eurem Deepin Miner bzw. auf dem Gerät hier. Und ihr kriegt, wie es hier schon drin steht, euren Share sozusagen. Das Ganze ist auch nochmal hier verfasst, Deep verdienen. Ihr seht hier die Tokenomics zum Beispiel. Das heißt, es gibt hier mehrere Einkommensströme sozusagen. Das heißt, Hardwarebesitzer bekommen halt eben 50% von dem, was derjenige hier bezahlt. Wir machen es mal auch nochmal einfacher, wenn einer eine Players Reul oder Player Bull, keine Ahnung, was das sein soll,
Node hier kauft dementsprechend und die 5 Euro im Monat bezahlt, dann kriegt ihr einen Share von 2,50 Euro oder 2,50 $, um es mal relativ einfach auszudrücken. Und es gibt halt eben noch unterschiedliche, also einmal habt ihr die Hosting-Gebühren, wo ihr eure Belohnung bekommt. Ja, das heißt, ihr kriegt die 50%. Danach gibt es nochmal eine Plugin-Belohnung. Das heißt, es sind mehrere Wege sozusagen, wie ihr hier dementsprechend was verdienen könnt. Ja, die Deeper Node beziehungsweise Deep Network Node, ich sag's mal ganz einfach so, der meiner, ist relativ teuer. Ist meine Meinung. Also ihr seht hier, die Founders Edition vom Deep Device kostet 1111 $. Wenn ihr nochmal seht, da kommen auch nochmal Steuern dazu. Seht ihr hier 211 $ an Steuern. Das heißt, wir sind bei 1322 und 9 Cent. Das sind umgerechnet, naja, 1300, 1250 Euro. Das ist schon ein ganz schön dicker Preis, sage ich jetzt mal. Und ja, ich finde es persönlich zu teuer. Ja, also mir wäre halt eben eine Open Source Lösung oder irgendwas in der Richtung wichtiger gewesen sozusagen. Ihr seht hier nochmal die Deep Device Specs sozusagen, also halt eben Intel Chip mit hier vPro Enterprise, TPM Verschlüsselung ist auch normal, 32 GB, 1 TB Festplatte und so weiter und so fort. Hier seht ihr die Specs und natürlich hier steht es nochmal unten im Kleingedruckten, das heißt man hat auch die Möglichkeit, diesen Deepin Miner oder Node so umzustellen, dass der auch als normaler PC dann im Nachgang benutzt werden kann. Nichtsdestotrotz finde ich das relativ teuer. Ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, hier einen Lizenzbetrieb zu machen. Das bedeutet, ihr kauft euch einen ganz normalen Mini-PC oder irgendeinen Formfaktor-PC wie der hier. Ein bisschen was rein, die nicht viel Strom verbrauchen, zahlt eine Lizenz, kriegt eine Software drauf und gut ist. Weil wie gesagt, 1111 ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, wie gesagt, nachlesen könnt ihr das Ganze hier auch nochmal in quasi in den Dokumentationen. Wie ich das schon gesagt habe, NerdNode hier gehört mit dazu, beziehungsweise Deep Network ist ein Produkt von NerdNode. Hier könnt ihr euch eine Node kaufen. Gehostet wird die letztendlich hier übers Deep Network und ihr könnt damit partizipieren sozusagen. Ja, bevor wir noch mal ganz kurz ins Discord reinschauen, kleiner Shoutout an unsere Telegram-Gruppe. Wir sind schon 247 Leute. Wer an solchen Themen Interesse hat, kommt einfach bei uns in die Telegram-Gruppe dementsprechend rein, diskutiert mit. Wir haben viele Deep-In-Themen bei uns am Start. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. aus dem Kommentar. Kostet euch nichts, kommt rein, diskutiert einfach mit. Ja, last but not least, Support ist mir bei solchen Projekten immer wichtig. Und weil wir können ja auch nicht direkt die Fragen beantworten. Ihr seht hier, ich bin mal ins Discord reingegangen. Das heißt, es gibt eine sehr aktive Discord-Community, wo ihr dementsprechend auch eure Fragen platzieren könnt. Ja, das heißt, hier habt ihr einen allgemeinen Chat, hier wird das nochmal ein bisschen erklärt. Es gibt eine Off-Topic-Geschichte, es gibt Partnerschaften, es gibt auch ein Affiliate. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Wir natürlich nicht. Also auch gleich nochmal als Hinweis, wir werden dafür weder bezahlt noch sonst irgendwas. Es ist auch kein Partnerlink und nichts mit am Start. Ja, ich möchte euch nur das Projekt vorstellen, weil es halt eben dazugehört. Und hier seht ihr halt eben nochmal diesen ganzen, ihr könnt auch hier dementsprechend ein Ticket aufmachen. Das hier seht ihr nochmal Support. Ja, gucken wir mal rein. Genau, ihr habt die Möglichkeit, ein Ticket aufzumachen, falls ihr technische Probleme habt. Also das ist sozusagen alles vorhanden. Ja, die kleine Ähnlichkeit dazu hat vielleicht ein oder andere von euch auch schon mal gehört, ist Flux oder beziehungsweise Flux. Das ist ein ähnliches Prinzip, beziehungsweise, naja, nicht ganz ähnlich, sondern eigentlich fast genau das gleiche. Bei Flux oder Flux könnt ihr auch zu Hause eine Node betreiben. Ihr müsst ein paar Flux staken und dann wird halt eben eure Flux-Node sozusagen mehr oder minder auch teilweise mit vermietet und zum Beispiel auch für solche Nodes wie zum Beispiel Dogecoin 9 und so weiter halt eben mit angeboten. Also man kann halt eher grob sagen, der Ansatz wie bei Flux bzw. Flux ist definitiv da. Ja, kurze Zusammenfassung. Ich finde, das Projekt kann Früchte tragen, sage ich jetzt mal. Ihr seht hier, also mit den 2 passiven Einkommensströmen, das heißt, ihr mintet quasi den Token selbst, der halt eben ein Äquivalent hat zum Dollar, so wie es zumindest da steht. Ihr bekommt Rewards für den Hosten von anderen Nodes. Ja, und hier steht es auch nochmal drin, bis zu 70% sind halt eben möglich, ein bisschen was behält auch das Netzwerk. Ihr seht hier die kalkulierten Einnahmen pro Jahr, was 2790 $ sind. Umgerechnet, naja, 2500 Euro, ein bisschen mehr vielleicht. Ja, und das ist es halt eben. Was mich ein bisschen stört, ist halt eben dieser enorme Preis von der Node, beziehungsweise von dem Miner. Ich hatte es eben schon mal gezeigt. Wenn ihr, jetzt habe ich sogar 2 im Warenkorb.
Eins reicht. Das seht ihr hier mit 1111 Dollar, beziehungsweise mit Steuern, beziehungsweise, ja, doch sind Steuern, 1322 Dollar. Das ist eine Hausnummer. Und da hätte ich mir lieber gewünscht, dass sie halt eben auf ihrem kleinen Gerät hier, beziehungsweise ist nichts anderes wie ein Formfaktor PC, eine Lizenz oder irgendwas angeboten hätten, wo man gesagt hätte, okay, man zahlt halt eben 200 Dollar für seine Lizenz, kriegt eine Software drauf, fertig ist der Lack. Aber dem ist halt eben leider nicht so. Ja, last but not least, wichtig, bitte do your own research. Das soll keine Verkaufsveranstaltung sein oder irgendwas in der Richtung. Wir sind mit diesem Projekt, ich sag's mal so, weder verwandt noch verschwägert. Das heißt, wir werden dafür auch nicht bezahlt. Es ist auch kein Partnerlink und nichts drin. Aber so ein Projekt gehört halt eben zu Deepin mit dazu. Deswegen stelle ich das hier vor. Bitte schaut nochmal selber nach. Ganz wichtig, do your own research. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch. Bis die Tage. Bis später. Ciao.